Gustav Heinemann ist von der Sozialdemokratischen Partei als Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten nominiert worden. Unter diesen Umständen erschien es mir richtig und reizvoll, den Versuch zu machen, in Frage und Antwort ein Porträt des Kandidaten zu entwerfen, ihn zur Person zu befragen, mehr als zur Sache seines jetzigen Ministeriums, des Bundesjustizministeriums. Nichts war verabredet, Gustav Heinemann kannte keine der Fragen des nun folgenden Interviews. Ich würde mich freuen, wenn wir auch mit dem Kandidaten, den die CDU demnächst aufstellen wird, ein solches Interview veranstalten könnten. Aber sehen Sie heute Abend zu Protokoll Gustav Heinemann. Herr Minister Heinemann, Leute, die Ihnen nicht wohlwollen, politische Gegner, die ein bestimmtes negatives Image von Ihnen zu schaffen versuchen, die behaupten, Sie könnten nicht lachen, Sie seien stets unterkühlt, es fehle Ihnen an persönlicher Ausstrahlung. Ich will von Ihnen nicht wissen, ob Sie lachen können, vielleicht erweist sich das noch im Verlauf dieses Interviews. Meine Frage ist, was ist Ihre Reaktion, was ist Ihr Gefühl, was ist Ihr Empfinden gegenüber solchen Behauptungen, dass Sie nicht lachen könnten? Wie reagieren Sie auf diese Seite des politischen Geschäfts? Ja, diese Mär, dass ich nicht lachen könnte, ist schon eine sehr alte Mär. Für den Erfinder halte ich den hochverdienten Bonner Heimatdichter Walter Henkels, der ja bekanntlich Bonner Köpfe in Zeitungen porträtiert. Und als er das vor etlichen Jahren einmal in Bezug auf mich getan hat, hat er dieses, was Sie fragen, da hineingebracht. Und wie das denn so ist, wenn es mal in der Welt ist, übernehmen andere es, schreiben es ab. Kurz und gut, daraus ist ein Klischee entstanden. Dieses Schicksal, das einem Klischee angehängt wird, teile ich sicherlich mit vielen Politikern. Ich kann nur sagen, mich regt das nicht auf. Also, wer mich kennt, wird es besser wissen. Gut, ich kenne Sie immerhin gut genug, um zu wissen, dass Sie durchaus lachen können. Aber wissen würde ich gerne, ob die ganz zweckbewusste, ganz absichtliche Verbreiterung dieses Klischees, die Verfestigung dieses Klischees, die in den letzten Wochen und Monaten betrieben worden ist, ob Sie das für etwas Unanständiges halten oder ob Sie bereit sind, das als etwas Selbstverständliches in der Politik in Kauf zu nehmen. Ich nehme das hin als ein Stück des politischen Kampfes. Da sind solche Dinge nun mal üblich. Ob sie schön sind oder nicht, was sollen wir darüber Werturteile machen? Ich mache darüber kein Werturteil. Es bedeutet Ihnen nichts? Nein. Sie waren 1945, Herr Dr. Heinemann, Mitbegründer der CDU und gehören heute zum Vorstand der Sozialdemokraten. Auf die Gründe, die Sie zum Parteiwechsel bewogen haben, kommen wir noch zu sprechen. Zunächst nur, was bedeuten Ihnen Parteien grundsätzlich? Sind Parteien für Sie eine mehr oder weniger wertfreie Organisation zur Durchsetzung bestimmter politischer Ziele oder sind Parteien darüber hinaus auch der Zusammenschluss von Menschen gleichen Sinnes und gleicher Grundhaltung gegenüber Staat und Gesellschaft? Ich meine, dass man Politik sinnvollerweise überhaupt nur in Mannschaften, also in Parteien, betreiben kann. Ich würde meinen, dass einer, der ganz allein Politik betreiben will, alsbald eine extravagante Figur wäre, vielleicht sogar eine Kabarettfigur. Politik ist Mannschaftskampf und von daher gehört es, dass man sich in eine Partei eingliedert, auch die Kameradschaftlichkeit wahrt, die mit einer Partei verbunden ist. Aber ich bin der Meinung, dass eine Partei darüber hinaus, das heißt über die Ziele, die man gemeinsam erreichen will, nicht eine Weltanschauungsgemeinschaft sein kann oder sein sollte. Es genügt, dass man aus welchen Ansätzen, aus welchen letzten Motivierungen auch immer gleiche Ziele verfolgt, um darüber nun eben diese Kameradschaft eingehen zu können und durchzuhalten, soweit es eben geht. Keine gemeinsame Grundhaltung von der Wiege bis zur Bahre? Nein, nein. Also ich muss ja oft jungen Leuten auf die Frage, sollen wir denn in die Politik reingehen, antworten. Und dann sagen sie ja, aber ich fühle mich darin noch nicht so recht zu Hause. Ich mache ihnen Mut, indem ich sage, habt doch nicht den Ehrgeiz, dass ihr, wenn ihr jetzt als 20-Jährige in eine Partei eintretet, noch als 70- oder 80-Jährige mit derselben Parteifahne beerdigt werden müsst. Das mag sich finden, von Schritt zu Schritt, ob ihr darin verbleibt oder je nachdem auch einmal bitte, es ist ja nicht unbedingtes Programm, einmal überwechselt. Bedeutet diese Ihre pragmatische Einstellung zu den Parteien, dass alle ethischen und sittlichen Fragen Ihrer Überzeugung nach stets nur vom einzelnen Individuum beantwortet werden können und dass diese Einzelbeantwortung auf keine Gruppe, auf keine höhere Instanz übertragen werden kann? Ja, das würde ich haargenau bejahen.
Ich meine, dass derjenige, der politisch handelt, das aus seiner Fundierung heraus tut, aus seiner letzten Verwurzelung, aus seiner letzten gewissenhaften Überzeugung. Aus der Verwurzelung als Individuum. Als Individuum, ja, als Individuum. Und dass er nun ja auch als Individuum natürlich eine Nähe sucht zu Ähnlichen, dass er darüber auch ein Gespräch führt, um von den gleichen Grundhaltungen her vielleicht doch oder nach bester Möglichkeit zu gemeinsamen politischen Übereinstimmungen zu kommen. Aber es gibt keine Ideologie, es gibt, immer nach ihrer Überzeugung gefragt, es gibt keine Grundhaltung, die verbindlich für jedes Parteimitglied einer Partei sein könnte und sein sollte und sein dürfte. Ja, wenn Sie mit Grundhaltung in diesem Zusammenhang jetzt meinen, eine bestimmte weltanschauliche oder religiöse Grundhaltung, das meine ich. Ja, dann würde ich sagen, das passt da nicht hin. Die Grundhaltung muss sein, ich wiederhole es, dass man die gleichen Ziele hat. Also meinetwegen die Basis eines Parteiprogramms, ja? Das ist eine Grundhaltung, von der aus sich nun Menschen verschiedener Herkunft, verschiedener weltanschaulicher oder religiöser Verwurzelung zu gemeinsamem Handeln finden. Dies sind aber konkrete, zeitbedingte Ziele, Ja. auf die sich eine solche Gruppe, eine solche Partei vereinigt, Ja. nicht Ewigkeitswerte. Nein, eben nicht. Gibt es eine christliche Politik als Ausdruck einer Partei? Ja, dem würde ich heftig widersprechen. Ich widerspreche dem deshalb heftig, weil gerade auch für Christen eine Meinungsverschiedenheit zu ein und derselben politischen Frage durchaus möglich ist, ohne dass man daraus herleiten könnte, die Beteiligten würde ihre christliche Grundhaltung dabei verletzen oder verlieren. Es ist nicht ich habe oft gesagt, die Bibel ist doch kein Rezeptbuch. Da sucht man hinten im Sachregister ein Stichwort und vorne findet man, was denn nun zu tun sei. So eben ganz und gar nicht. Ist dies eine Überzeugung, die Sie durch die mehr als 20 Jahre alte politische Betätigung im Nachkriegsdeutschland gewonnen haben? Oder war das auch schon Ihre Überzeugung, als Sie 1945 zu den Mitbegründern der CDU gehörten? Das war ganz gewiss meine Überzeugung. Sehen Sie, wenn Sie nun also jetzt überhaupt auf meinen Übergang von einer CDU in die SPD sprechen, ich bin ja in 5 Parteien im Verlauf meines Lebens gewesen. Ich habe mal angefangen als junger Student in einer deutsch-demokratischen Studentengruppe, Partei, ja. War dann Ende der 20er Jahre in der Christlich-Sozialen Volkspartei, habe übrigens, das jetzt mal in Klammern gesagt, bei der Reichstagswahl im März 1933 SPD gewählt, weil mir das damals die einzige Chance zu sein schien, gegen Hitler noch ein Gegengewicht zu entwickeln. Dann bin ich 1945 in die CDU gegangen, habe sie in Essen, meinem Wohnsitz, mitgegründet, ihren Weg begleitet bis 1952. Dann kam ein Zeitraum, wo eine gesamtdeutsche Volkspartei... Wir kommen darauf. Ja. Sagen Sie mir jetzt nur bitte, Herr Dr. Heinemann, die Überzeugung, dass keine Partei Anspruch darauf erheben kann, die sittlichen, ethischen, moralischen Postulate für die einzelnen Mitglieder aufzustellen. Ja. Diese Überzeugung ist nicht eine durch Erfahrung gewonnene, sondern eine Grundüberzeugung von Anbeginn an. Das würde ich so bejahen. Politik ist doch etwas Vordergründiges und nicht Letztliches. In dieser Vordergründigkeit kann man sich nicht so weltanschaulich fixiert fühlen. Eine Partei ist doch nicht eine Heimat in dem Sinne. Manche fragen danach, suchen sie sogar in einer Partei. Dem habe ich immer widersprochen. In der Tat, Sie nennen das pragmatisch. Ja, das ist für das politische Handeln eben überhaupt ein wesentlicher Zug, ein wesentliches Moment. Jetzt gehören Sie einer Partei an, der Sozialdemokratischen Partei, die aus einer sehr ehrwürdigen und sehr ehrenhaften Vergangenheit bestimmte Rituale mal mehr und mal weniger mit sich herumschleppt. Ja. Genosse, du und Ähnliches. Was ist Ihr Verständnis und was ist Ihre Haltung gegenüber diesem Ritual? Ja, ich verstehe es allerbestens und beteilige ich mich auch daran, dass man, wenn man nun schon in einer längeren Zeit in einer Gemeinschaft gewirkt hat, dass man dann allmählich übergeht zum Du oder vielleicht ist es sogar, wenn man in solch eine Gemeinschaft eintritt, auch irgendwie selbstverständlich. Aber die Anrede Genosse, die praktiziere ich meinerseits nicht, weil ich meine, die Sozialdemokratische Partei hat sich mindestens seit dem Godesberger Programm zu einer allgemeinen Volkspartei entwickelt und will ganz andere Schichten für sich gewinnen, als sie im Ursprung der SPD, also als die vor 100 Jahren einmal anfing, darin zugange waren und darin zu Hause waren. Ich erachte es, mindestens wenn man es in einer öffentlichen Versammlung sogar tut, für eine Barriere gegenüber denen, die man gewinnen will, wenn da von Genosse gesprochen wird.
Sie haben nicht das Bedürfnis, sich eine Art Heimatgefühl, eine Ersatzheimat durch die Nestwärme einer Partei zu schaffen? Nein, meine Nestwärme, die hätte ich ganz woanders, aber nicht in einer politischen Partei. Ich komme aus einer ganz anderen Nestwärme, bitte, wenn ich den Ausdruck mal aufgreifen darf, meinetwegen also aus der christlichen Gemeinde in die Politik, weil es mit zu christlicher Verantwortung gehört, meine ich, dass man auch im öffentlichen Leben mithilft, mit dabei ist, nach den Gaben, die man nun jeweils mal hat oder auch sich zuschreibt, darin zugange ist. Aber das ist dann vordergründig. Ich verstehe. Sie sind derzeit zum zweiten Mal Bundesminister. Jetzt sind Sie Bundesjustizminister der Großen Koalition. Ihren ersten Bundesministerposten haben Sie wegen sachlicher Meinungsverschiedenheiten mit dem Bundeskanzler Adenauer aufgegeben. Sie haben Adenauer seinerzeit im Herbst 1950 vorgeworfen, die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik den Westalliierten angeboten zu haben, ohne auch nur einmal mit dem Bundeskabinett vorher darüber gesprochen zu haben. Aus diesem Komplex ergeben sich für mich mehrere Fragen. Zunächst, fällt es Ihnen schwer, Kompromisse zu schließen? Haben Sie, wenn Sie zu einem Kompromiss genötigt worden sind, am Ende sozusagen ein schlechtes Gewissen? Nein, das habe ich ganz und gar nicht. Es gehört zu einer Demokratie, dass man über verschiedene Meinungen diskutiert und dann muss sich ein Parallelogramm von Kräften oder Übereinstimmungen entwickeln, um weiterzukommen. Aber sicherlich, es gibt letzte Grenzen, wo man einen Kompromiss nicht mitmachen kann. Also wenn Sie an den Konflikt, den ich mit dem Bundeskanzler Dr. Adenauer im Herbst 1950 gehabt habe, erinnern, so stand da eine Frage vor mir, in der ich einen Kompromiss nicht einzugehen vermochte. Das war einfach die Frage, ob es gut ist, wieder in Remilitarisierung, wie es damals hieß, also wieder in neue Aufrüstung hineinzusteuern. Es wurde zur Begründung gesagt, drüben gibt es eine Volkspolizei, angeblich 90.000 Mann. Ich wäre bereit gewesen, eine Bundespolizei von gleicher personaler Stärke und gleicher Bewaffnung zu organisieren, aber ich war nicht bereit, mit militärischer Dienstpflicht, mit Kriegswaffen, mit militärischen Bündnissen darauf zu antworten, weil ich darin einfach ein nicht gelten lassen wollen des Hitlerreiches und seiner Konsequenzen sah, weil ich darin eine Vertiefung der Spaltung Deutschlands sah, weil ich darin vermisste die Bemühungen um den Ausgleich mit allen Nachbarn, eben nicht nur mit den westlichen, sondern auch mit den östlichen Nachbarn. Das war so ungefähr der Kern des Konfliktes und es kam natürlich hinzu, dass Dr. Adenauer diese westdeutsche Aufrüstung dem damaligen amerikanischen Hochkommissar anbot, ehe das überhaupt in der Bundesregierung durchdiskutiert war und ehe darüber überhaupt ein Beschluss herbeigeführt war. Das ist ja auch eine Art gewesen. Dr. Adenauer pflegte gerne einstimmige Beschlüsse zu fassen. Das heißt, er fasste den Beschluss ganz allein und andere sollten dann zustimmen. Also auch rein von der Methode her war mir das unerträglich. Kann man sagen, Kompromisse sind für Sie ein Kunstmittel der Politik, das Sie keineswegs verabscheuen, sondern für notwendig und sogar für wünschenswert ansehen, bis zu der Grenze, wo das Gewissen sein Recht fordert? Ja, so würde ich das genau formulieren, wie Sie es jetzt in Ihrer Frage tun. Also, nicht, irgendwo ist der Mensch gewissensmäßig gebunden. Er kann nicht alles mitmachen, aber was erträglich ist. Man soll aber auch nicht zu eilig mit der Gewissensfrage kommen, ob ein Steuersatz so oder so genommen wird, nicht? Ob man Straßenverkehrsregeln so oder so macht, das sind keine Gewissensfragen. Gewissensfrage würde mich sein, atomare Bewaffnung. Gewissensfrage würde für mich sein, etwa Wiedereinführung einer Todesstrafe. Das sind so gewisse letzte Grenzfragen. Damit würde ich keine Kompromisse machen. Sie haben, Herr Minister Heinemann, 2 Jahre nach dem Zerwürfnis mit Adenauer die CDU verlassen und die Gesamtdeutsche Volkspartei gegründet, mitbegründet, mit Helene Wessel gemeinsam, deren Ziel eine Ausgleichspolitik Deutschlands nach Westen und Osten war, auf der Basis der Neutralität. Es ist Ihnen jedoch nicht gelungen, für diese Politik und für Ihre neue Partei einen nennenswerten Anhang in der Bundesrepublik zu finden. Daraus meine Frage: Sind Sie ein Mann, der dies von Anfang an voraussah, aber dennoch aus Gewissensgründen das Unmögliche, das er erkannte, versuchen wollte? Oder hatten Sie Illusionen über die Resonanz, die Ihre politische Auffassung in dieser Zeit finden würde? Wir waren damals optimistisch. Es gab ja doch damals viel Widerspruch gegen die Wiederaufrüstung und von daher wäre es nicht ganz aussichtslos, das auch parteipolitisch oder wahlmäßig zum Austrag zu bringen, zum Ausdruck zu bringen. Nur gut,
Wir sind widerlegt worden. Die Stimmzahlen, die wir bei der Bundestagswahl 1953 erreicht waren, ließen an Kläglichkeit nicht viel zu wünschen übrig. Aber ich bin trotzdem, wenn ich das mal von mir aus hinzufügen darf, der Meinung, dass jedenfalls der Weg zur Wiederherstellung deutscher Einheit, so wie ihn Dr. Adenauer ansetzte, ja nun erklärterweise, zugegebenerweise nicht zum Ziel geführt hat. Ob der andere Weg zum Ziel geführt haben würde, ist ja deshalb kaum auszudiskutieren, weil ja nie versucht worden ist, auf die damaligen Angebote etwa der Moskauer Seite einmal einzugehen. Dr. März Adenauer, 1952. Ja, März 52. Und das hat sich ja dann hingezogen bis in den Winter 54, 55. Die allerletzten Äußerungen der Sowjets waren doch damals, wir bieten euch an, gesamtdeutsche Wahlen unter internationaler Kontrolle. Ja, und was war die Antwort von Dr. Adenauer? Der sagt, lasst uns erstmal die Verträge unter Dach bringen. Die kommen hinterher doch noch und wollen mit uns verhandeln. Und genau das ist eben nicht eingetreten. Und der ganze Rüstungswettlauf, bitte, was hat er erbracht? Ich stimme mit Ihnen ganz überein. Ich habe 2 Fragen daraus. Zunächst einmal, Sie haben sich Illusionen gemacht. Sie hatten die Hoffnung. Sie würden einen Anhang finden. Ja. Sie scheuen sich etwas davor, dass man es Illusionen nennt. Na ja, gut, also... Wie auch immer. Wie auch immer. Wie auch immer. Meine erste Frage aber, wenn Sie von Anfang an gewusst hätten, dass dieses eine eitle Hoffnung ist, dass Sie keinen Anhang finden, wie hätten Sie sich verhalten in der Situation? Ja, also das ist jetzt eine irreale Situation, in die ich mich hineindenken soll. Ich habe es damals anders angesehen. War es trotz des Misserfolges im Kernpunkt vielleicht nicht doch auch ein Stück Erfolg insofern, als damals Menschen an die Politik herangeführt worden sind, die sonst vielleicht nie davon wirklich erfasst worden wären. Es hat ja doch über diese Gesamtdeutsche Volkspartei manch einer politische Zugang genommen, ja, den wir völlig neu herangeholt haben. Und das sind ja auch viele Frauen und Männer, die heute noch aus solcher Anregung damaliger Zeit in der SPD tätig sind. Also dieses Stück Erfolg ist immerhin noch geblieben. Das, was Sie jetzt gesagt haben, bringt mich zu einer weiteren Frage. Zusätzlich zu den 2 angekündigten. Fällt es Ihnen schwer, einen Misserfolg zuzugeben? Nein. Das ganz gewiss nicht. Ich habe nur wirklich viele Misserfolge erlebt, wenn ich nun noch weiter zurückdenke an Weimarer Zeiten, was ich da unternommen habe in jungen Jahren oder im Kirchenkampf und auch nachträglich 1945. Nein. Man muss nicht meinen, man hätte die absolute Weltweisheit, nicht? Das liegt mir nicht. Die nächste Frage. Sie sind also vom westdeutschen Wählervolk im Stich gelassen worden. Enttäuscht bis zu einem gewissen Grade, oder? Ja, enttäuscht, aber nicht in dem persönlichen Sinne, sondern ich beklage, dass dieses deutsche Volk die Dinge so wenig gründlich gesehen hat, wie sie sich nur mittlerweile doch darstellen. Es wäre meines Erachtens gerade nach diesem schrecklichen Dritten Reich und diesem Krieg eine viel tiefer greifende Besinnung notwendig gewesen, ehe man denn so leicht wieder in alte Bahnen hineinging, die uns doch nun eigentlich wirklich mindestens auf Zeit hätten verschlossen sein sollen. Diese Enttäuschung, dass man allzu früh wieder oder überhaupt wieder in solche Bahnen hineinging, hat diese Enttäuschung Sie irgendwann einmal zu der Meinung gebracht, ach, lass doch die Finger von der Politik? Oder haben Sie dennoch unverdrossen immer gemeint, du musst weitermachen? Ja. Sehen Sie mal, wenn ich mal erwähnen darf, dass zu den Männern, von denen ich viel gelernt habe, ein Max Weber gehört. Ich habe dessen letzten Vorlesungen als junger Student in München 1920 gehört. Max Weber ging mit dem Satz um, Politik ist das zähe Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich. Aber dieses zähe Bohren, nicht? Das würde ich sagen, das steckt irgendwie in mir drin. Es macht Ihnen auch Spaß? Ja, sicher. Daher bin ich Anwalt geworden, nicht? Weil das einfach ein freier Beruf ist, in dem es darum geht, zu fechten, etwas durchzusetzen. Das hat mich dann auch schließlich in der Politik mehr verwurzelt, als ich je da hinein wollte. Wie erklären Sie sich, dass die Westdeutschen Ihnen nicht gefolgt sind? Die Westdeutschen sind überaus anfällig für das Stichwort Sicherheit. Sicherheit. Natürlich wäre das
ein Weg nicht ohne Risiken gewesen, so wie er mir damals vorschwebte. Aber ich kann nur sagen, die Risiken, die sich aus dem anderen Weg mindestens heute darstellen, sind die nicht auch wahrlich schwerwiegend? Es gibt, glaube ich, keinen risikofreien Weg, zumal wenn man einen solchen Krieg selbst provoziert, so scheußlich geführt, total verloren hat. Gehen Sie davon aus, dass die Deutschen ein politisch weniger begabtes Volk sind als andere? Oder haben es Westdeutschlands Politiker nach 1945 versäumt, das politische Bewusstsein der Wählermehrheit anzuheben? Ja, wir tun uns sicherlich schwerer als meinetwegen die Engländer in der Politik, weil wir durch Jahrhunderte obrigkeitlich erzogen worden sind. Das heißt also zu einem Hinnehmen, unkritischen Hinnehmen sogar dessen, was eine Obrigkeit tut. Also nun sich selbst mitverantwortlich zu fühlen, selbst mit einzusteigen, über Rathaus, Schule, Bundespolitik, selber aktiv mitzudenken und zu handeln, das ist das, was uns immer noch nicht so recht gelingt. Das erachte ich für Sie erklären es aus der Geschichte. Ja, Sie glauben nicht daran, dass dieses Volk in jedem Falle politisch weniger begabt ist. Ach, das würde ich nicht sagen. Sie halten es für eine Erziehungsaufgabe. Ja, das halte ich sehr stark für eine Erziehungsaufgabe, und ein pauschales Urteil über ein Volk zu fällen, noch über das eigene Volk, das würde ich nicht gerne mögen, aber eine Erziehungsaufgabe steckt da ganz bestimmt drin. Auch eben diesen Menschen diese unsere besondere Geschichte bewusst zu machen. Ich halte zum Beispiel gern einen Vortrag unter dem Thema Demokratie, Diktatur, Kirche. Was hat die Kirchengeschichte in unserem Volk dazu beigetragen, dass wir zu dieser obrigkeitsfrommen Haltung geprägt worden sind? Und bitte, damit verbindet sich, wie kommen wir weiter, wie kommen wir da heraus? Ich komme darauf noch. In einer berühmten Bundestagsrede, um bei dem Adenauer-Komplex zu bleiben, am 23. Januar 1958 haben Sie in einer Debatte über die Atombewaffnung der Bundeswehr mit Konrad Adenauer abgerechnet. Sie haben ihm vorgeworfen, dass er durch die einseitige Bindung Westdeutschlands an den Westen und die Illusionen über eine Politik der Stärke die Ausgleichsmöglichkeiten mit dem Osten zugeschüttet habe. In dieser Rede haben Sie gesagt, ich darf zitieren: Herr Bundeskanzler, für mich persönlich bedeutet dies alles an Sie die Frage, ob Sie nicht nachgerade zurücktreten wollen. Ich würde nun gern von Ihnen wissen, Herr Heinemann, ob diese Frage, diese Forderung nach dem Rücktritt Adenauers ein rhetorisch gemeinter Höhepunkt Ihrer Rede war oder ob Ihr Vertrauen in die Überzeugungskraft von Argumenten und Gegenargumenten so weit geht, anzunehmen, dass ein Mensch durch einen solchen Appell tatsächlich zur Einkehr, in diesem Falle zum Rücktritt, bewogen werden kann. Ja, dann müssen wir noch mal daran zurückdenken, dass Dr. Adenauer ja von Mal zu Mal sagte, es steht heute viel ernster um uns als je zuvor. Solches hatte er auch gerade... So haben Sie Ihre Rede begonnen, ja? Ja, solches hatte er ja gerade um jene Zeit gesagt. Und wenn der nun also ein Staatsmann, ein Bundeskanzler, sozusagen von Station zu Station seiner politischen Bemühungen selber sagen muss, es steht wieder mal ernster als beim vorigen Mal und so weiter, dann kommt doch schließlich zwangsläufig die Frage auf an ihn, ja, willst du denn nun immer noch weitermachen? Ist es nicht allmählich doch wohl Zeit, jetzt einmal einen Kurswechsel eintreten zu lassen, den du wohl nicht zustande bringst, aber den dann andere zu unternehmen hätten? Herr Heinemann, Sie sind jetzt 69 Jahre alt, Sie haben viel erlebt, Sie gehören zu den seltenen Erscheinungen der deutschen Politik, dass ein Minister zurücktreten kann aus Sachgründen. Ich möchte von Ihnen wissen, geht Ihr Vertrauen in die Einsichtsfähigkeit des Menschen so weit, dass Sie es für möglich halten, dass ein Mann, aufgefordert nachzudenken und vielleicht dann zurückzutreten, tatsächlich zurücktritt? Oder geht Ihre Erfahrung dahin, dass dieses nicht der Fall ist und dass Sie in Wahrheit hier einem Menschenbild Tribut zollen, das aus lauter schönen Idealen, aber wenig Realität besteht? Ja, ich glaube, man müsste hier unterscheiden zwischen der Erwartung und der dennoch gebotenen Zumutung an einen anderen, nun endlich einmal die richtige Konsequenz aus seinem Handeln zu ziehen. Wir können, meine ich, niemanden aus dieser Zumutung entlassen. Er muss an diese Frage herangeführt werden, ob er nun nicht selber eine Konsequenz ziehen muss aus dem Fehlschlag dessen, was er unternommen hat. Dass die Erfahrung nicht gerade
sehr viel Beispiel für Erfolg solcher Zumutungen bringt. Das mag wohl so sein. Aber ich würde das nicht gleich als ein falsches Menschenbild interpretieren, sondern dann eher doch aus der Mitverantwortung für das, was der andere tut. Das Quantum Zynismus, das die meisten Menschen mitbekommen, hat sich bei Ihnen im Laufe des Lebens nicht vergrößert. Nee, das wüsste nicht, wo ich das bei aller Bereitwilligkeit bestätigen könnte. Viele junge Leute, Herr Minister Heinemann, viele junge Leute in Deutschland lehnen heute die Glanzlosigkeit der Tagespolitik ab. Ja. Sie verlangen nach einem größeren Konzept für die Entwicklung der Gesellschaft. Dabei geraten sie nach meinem Eindruck gelegentlich in die Gefahr, Ideologien oder Pseudo-Ideologien neu zu beleben und als Richtschnur des politischen Handelns zu nehmen. Wie weit geht Ihr Verständnis für diese Haltung und wo findet dieses Verständnis seine Grenze? Ich glaube, ich habe viel Verständnis dafür, dass manche, gerade auch junge Menschen, sich an Gegebenheiten stoßen. Aber wenn sie nun aus diesem Anstoß entwickeln, ein Idealbild, eine Radikalkur, ein völliges Entweder-Oder, dann möchte ich Ihnen immer wieder sagen, so geht es nicht. Ihr müsst von den Gegebenheiten her die jeweils kleinen Schritte zu relativen Besserungen ernster nehmen, als gleich so aufs große Ganze hinzugehen. Konzeptionen zu haben, das ist gar nicht so schwer, aber Wege zur Verwirklichung zu wissen, das ist der eigentliche Kernpunkt, die eigentliche Aufgabe des politischen Handelns. Und wenn man es so ansieht, kommt man ja ganz von selbst dazu, dass man sich Schritt für Schritt an eine letzte Zielvorstellung heranarbeitet. Das heißt, Ihr Verständnis erlahmt dort, wo Sie die jungen Leute sich verlieren sehen an eine Idealvorstellung, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat. Ja, das Verständnis noch nicht, aber es setzt dann die Bemühung ein, ihnen zu sagen, gut, ihr habt diese Idealvorstellung, aber so wie ihr meint, sie verwirklichen zu können, seid ihr auf einem Weg, der sich nicht austrägt. Ihr werdet zu viel Widerspruch, wie das über den Tumulten ja auch wahrlich geschehen ist, in der öffentlichen Meinung auf euch laden, euch zuziehen, statt dass ihr etwas leichter an diese Dinge herangeht und nun eben diese eure Gegenspieler möglichst durch Überzeugung zu gewinnen versucht, als dadurch, dass ihr sie mit all diesen drastischen Dingen bis hin zu Brandstiftung und dergleichen mehr sozusagen überfallt und über den Kopf haut. Sie entstammen einem eher konservativen, in jedem Falle bürgerlichen Elternhaus. Ihr Vater war Direktor der Betriebskrankenkasse bei Krupp, er war Prokurist bei Krupp. Sie selbst gehörten zum Vorstand der Rheinischen Stahlwerke. Nach landläufigem Verständnis bedingt dies einen politisch gesehen eher rechten Standpunkt. Gewöhnlich sagt man nun, dass Menschen mit dem Älterwerden sich von links nach rechts bewegen. Sie gehören heute als 69-Jähriger, ich sagte es schon, zur SPD. Haben Sie sich von rechts nach links bewegt oder haben Sie eigentlich immer denselben Standpunkt eingenommen und dann immer nur die Gruppe gesucht, die Ihrem Standpunkt am ehesten zur Durchsetzung verhelfen konnte? Ja, ich würde dazu neigen, das Letztere zu bejahen. Ich habe ja in meiner Familie sozusagen ein Stück erblicher Belastung in Bezug auf Politik erlebt. Mein Vater war politisch tätig, nicht in einer konservativen Gruppe, er war Stadtverordneter. Wir würden heute sagen, das war so eine fortschrittliche, freisinnige Gruppierung. Aber in jedem Falle eine eindeutig bürgerlich bestimmte. Eindeutig bürgerlich. Mein mütterlicher Großvater, an den ich noch sehr viel Erinnerung habe und der viele politische Gespräche mit meinem Vater, also als seinem Schwiegersohn, führte, die habe ich mir aufmerksam angehört. Dieser Großvater war auf eine ähnliche Weise politisch tätig und stammt seinerseits aus einer Familie, die in der 48er-Zeit ganz gründlich mitgemischt hat. Das waren 3 Brüder, darunter also mein Urgroßvater. Einen dieser Brüder haben die Preußen im Badischen Aufstand in Rastatt erschossen. Ein anderer ging, um dem gleichen Schicksal zuvorzukommen, landflüchtig mit Hacker nach Amerika. Und der 3. Überlebende hatte dann für alle Familien zu sorgen. Ja, dieser mütterliche Großvater zum Beispiel, der nahm mich als kleinen Jungen gerne auf den Schoß und sagte so, jetzt sprech mir mal nach. Und dann hat er mir das Hackerlied beigebracht. Du hängst an keinem Baume, du hängst an keinem Strick, du hängst nur an dem Traume der schwarz-rot-goldenen Republik. Nicht? Solche Einfärbungen von Familie her sind eben auch... Er hatte nicht die Kehrtwendung mitgemacht ins Nationalliberale. Nie. Also sowohl dieser Großvater wie mein Vater waren ganz harte
Ablehner des kaiserlich-wilhelminischen Gehabes. Absolut. Das hat mich nun immer sehr stark dann natürlich. Insofern würden Sie für sich selbst gar keinen wirklichen Wandel sehen. Nein. Sondern Von eigentlich daher ein Festhalten an der Grundhaltung. Ein Festhalten an dieser Grundhaltung, die, wenn wir es so ausdrücken wollen, einfach eine 1848er Haltung oder Tradition ist. Also das Durchbrechen zu einem freiheitlich-demokratischen Staat. Während der nationalsozialistischen Zeit gehörten Sie zur bekennenden Kirche, die sich gegen die Übergriffe des NS-Regimes bewusst und entschieden zur Wehr setzte, anders als andere Teile der Kirche. Seither sind Sie, auch von Kirchenämtern her, ein führendes Mitglied der evangelischen Kirche geblieben, wenn Sie auch in der Nachkriegszeit gelegentlich unter Beschuss gerieten und nicht wiedergewählt worden als Präses etwa. Gelegentlich wird heute gesagt, die evangelische Kirche habe ihren Frieden mit den Verhältnissen und den herrschenden Gewalten der Bundesrepublik gemacht. Natürlich gibt es auch Gegenstimmen. Ich möchte von Ihnen wissen, ob nach Ihrer Vorstellung die Protestanten Westdeutschlands die Ideale, die sie nach 1945 hatten, im Stich gelassen haben, ob sie faule Kompromisse geschlossen haben. Ja, von ihrer Geschichte her hat die evangelische Kirche, also von der Reformation her, immer eine Nähe zum Staat gehabt. Sie war ja Staatskirche, als solche ist sie weithin entstanden, ist bis 1918 formell Staatskirche geblieben. In der Weimarer Zeit war das Bedrückende dies, dass die evangelische Kirche aus der Rückbesinnung an die königlich-preußische Zeit, an die schwarz-weiß-rote Zeit des Patriarchalismus nicht herauskam. Durch das Dritte Reich hindurch ist aber auch die evangelische Kirche weithin auf ganz andere Wege gekommen. Nach 1945 hat es eigentlich niemanden vorgeschwebt, das nochmal wieder so aufleben zu lassen. Dabei spielten natürlich auch die gemeinsamen Erlebnisse der Bedrängung eben in diesem Kirchenkampf eine Rolle. Aber hat sich das geändert? Ja, das hat sich geändert, aber es hat sich, würde ich sagen, nicht durchgreifend genug geändert. Also das Übergehen in eine völlige Selbstständigkeit bei der Kirche, also in eine Staatsferne. Ja, in eine größere Distanzierung zum Staat. Ich habe gar nichts dagegen, dass Staat und Kirche sich bei uns hier freundlich gegenüberstehen. Das sollten sie im Grunde genommen überall. Aber trotzdem müsste von der Kirche her mehr Anstoß zur Weiterentwicklung, naja, wir sagen denn also zum Fortschritt erfolgen, als dass man sich selbst mit eingebunden sieht in das, was nun mal da ist, was nun mal geworden ist. Worin hat sie Ihre Kirche nach 1945 enttäuscht? Ja, enttäuscht, das ist eben in diesem zu nah dranbleiben an einer bestimmten politischen Partei. Nicht wahr? Die Tendenz zu der sich christlich nennenden Partei war ja auch in der evangelischen Kirche immer sehr stark im Spiele. Es hat sich gelockert. Mittlerweile wählen Hunderte oder Tausende von Pfarrern eben nicht mehr diese sich christlich nennende Partei. Die Lockerung ist sicherlich eingetreten. Ich würde es gerne noch lebendiger, noch etwas flotter in dieser Richtung vorangehen sehen. Ein besonderer Kummer bleibt für mich immer, dass die evangelische Kirche nach diesem Krieg diesen Militärseelsorgevertrag abgeschlossen hat. Es ist ja nicht einleuchtend, meine ich jedenfalls, dass die Seelsorger der Soldaten Pfarrer im Staatsamt sein müssen. Das konnte wirklich auch anders sein. Sie hätten also kirchliche Pfarrer bleiben sollen. Das wäre mir lieber gewesen. Das ist so ein konkreter Vorgang in dieser Gesamtlinie. Gott, so haben Sie gesagt in einer Rede, sitzt im Weltregiment. Und wer dies glaube, und Sie tun es, für den gäbe es keine Zwangsläufigkeiten in der Politik, auf die er sich herausreden könne, um die eine oder andere Haltung zu begründen. Gott im Weltregiment, welche konkreten Forderungen erhebt das an den handelnden Politiker? Ja, ich würde zunächst mal sagen, das gibt eine ganz große Ruhe bei all dem Tröbbel, den Tagespolitik und sogenannte Weltpolitik immer wieder verursacht. Diese Ruhe alleine ist schon wichtig, um nun Kurs zu halten, also dabei zu bleiben, das für richtig Erkannte trotz aller Wirrnis, trotz aller Widerstände durchzuhalten. Ja, ist es zu primitiv ausgedrückt, wenn ich sage, Gott ist da, Gott kann eingreifen, so er will, zum Beispiel dadurch, dass er einen Menschen aus seiner Funktion abberuft? Wie schnell ist da ein Szenenwechsel mit all dem verbunden?
Ich bin nicht so aufgeregt in der Politik. Bin ich gar nicht. Gelassenheit ist überhaupt nach Ihrer Meinung ein vorherrschender Charakterzug von Ihnen? Ja, vielleicht, nicht? Ja, nicht? Im Übrigen, ich meine, zu verfolgen, wie gerade die Kirchen sich wandeln, zum Beispiel diese sehr aufregenden Vorgänge in der katholischen Kirche nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil zu beobachten, halte ich für viel wichtiger als all diese Balkenüberschriften in all den Tageszeitungen. Was aus diesen letzten Schichten, aus diesen tiefsten Entwicklungen einmal hervorkommt, das wird viel prägender sein als diese oder jene Wahlschlacht. Woraus rechtfertigt sich eine Stellungnahme der evangelischen oder katholischen Kirche zu aktuellen politischen Fragen? Ich denke, dass wir gerade auch als Christen vom Evangelium her gerufen sind zu einer Mitverantwortung für unsere Mitmenschen. Und das führt dann einfach auch in das politische Hantieren hinein. Immer mit der Möglichkeit, immer noch Christ zu sein, auch wenn man mit der jeweiligen Stellungnahme nicht übereinstimmt. Ja, mit der jeweiligen Stellungnahme einer Partei etwa? Oder der Kirche. Oder auch der Kirche. Ja, also ich meine, politische Differenzen dürfen oder können im Grunde genommen eine Kirche nicht spalten. Das wäre nie ein Grund für eine Separation in der Kirche. Da muss man eben brüderlich miteinander so lange umgehen, bis man sich findet oder mindestens bis man sich versteht. Selbst wenn das Verstehen nur darin besteht, dass man den abweichenden Standpunkt in der politischen Frage hinnimmt. Hinnimmt, jawohl, und durchhält, ja. Alles in der Hoffnung, dass es sich doch noch mal zu besseren Übereinstimmungen ergibt. Liegt nicht im Folgenden eine Gefahr, was die Stellungnahmen der Kirchen zu aktuellen politischen Fragen angeht? Muss man nicht davon ausgehen, dass zwar der Anteil der Taufscheinchristen unter den Gemeindegliedern immer größer wird, die nur aus Gewohnheit ein unverbindliches Ritual praktizieren, dass aber der Staat und seine Repräsentanten genau die gleiche Heuchelei betreiben und daher also jede Stellungnahme aus kirchlichen Kreisen wichtiger nehmen, als diese genommen werden dürfte, wenn man sie wägt nach dem, was an wirklicher Gemeindeüberzeugung der Gemeindeglieder dahinter steht. Ja, eben das statistische Rechnen damit, dass 90 oder 95% der Menschen hierzulande Christen seien, ist keine gültige Aussage über die christliche Substanz. Es ist auch der Kirche nirgendwo in der Bibel verheißen, dass sie hier triumphiere, dass sie die große Herde sei. Das Gegenteil ist da zu lesen. Infolgedessen habe ich oft gesagt, hier laufen die Kirchen rum mit einem Hut viel zu groß, der rutscht ihnen über die Ohren runter. Und die Entwicklung von Entblätterung der Volkskirche, die wir in dem anderen Teil Deutschlands sichtbar vor Augen haben, weil da die Kirche nun also auch wieder sehr stark bedrängt wird, die vollzieht sich hier ähnlich auf eine sehr stille Weise durch das Abseitsgehen von vielen Menschen aus der christlichen Überzeugung oder Bindung heraus in eine säkulare Haltung, wie wir denn hier zu sagen pflegen. Der wirkliche Zustand der Kirche ist auch hier, meine ich, viel ernster, als er sich so äußerlich darstellt. Ich komme jetzt auf die von Ihnen vorhin genannte Überzeugung an die Wünschbarkeit einer demokratischen, freiheitlichen Gesellschaft. In einem Vortrag über die Strafrechtsreform haben Sie gesagt, der Leitgedanke der Reform müsse sein, ich zitiere wieder, Schutz der Gesellschaft vor dem Verbrechen durch den Einsatz von Mitteln, die den Bedingungen unserer Zeit angepasst sind. Begriffe wie Rache, Vergeltung, auch Sühne können in einem so gefassten kriminalpolitischen Konzept nicht mehr die beherrschende Rolle wie früher spielen. Soweit das Zitat. Dies ist nun kein Interview über die Strafrechtsreform, sondern der Versuch, Gustav Heinemann zu porträtieren. Daher frage ich an dieser Stelle, ob Sie daran glauben, dass die Menschen durch Erziehung, Bildung und Bewusstseinsanhebung instand gesetzt werden können, atavistische Vorstellungen wie Rache und Vergeltung zu überwinden. Ist der Mensch besserungsfähig, nach Ihrer Meinung? Ja, in diesem allerletzten Sinne, sich zu einem besseren oder höheren Wesen zu entwickeln, würde ich das nicht bejahen können. Ich meine, dass wir vom Evangelium her zu einer sehr realistischen Beurteilung des Menschen angehalten sind. Wir wissen um seine Gefangenheit, Befangenheit und dass es ihm nicht verheißen ist, da völlig herauszutreten. Das schließt aber nicht aus, dass wir trotzdem an die Erziehung des Menschen eine große Mühe wenden und gerade an die Erziehung dessen, der aus der Rechtsordnung herausgefahren ist, dass der nun also nicht einfach dadurch, dass man ihn in eine möglichst schikanöse
Freiheitsentziehung strafhaft hineinversetzt und ihn darin schmoren lässt, Jahr und Tag, sondern dass man ihn gerade, wenn man ihm schon die Freiheit entzieht, auch schuldig ist, ihm in dieser Freiheit nach bester Möglichkeit aufzuhelfen, zu besseren Einsichten, zu einer stärkeren Willenskraft. Wir nennen das jetzt in diesem ganzen Bereich Resozialisierung. Ja. Das ist ein Gebot unseres Sozialstaates. Lassen Sie uns wegbleiben vom straffällig gewordenen Menschen. Ja. Der nicht straffällig gewordene Mensch, der Durchschnittsmensch, ist er in der immer komplexer werdenden Gesellschaft noch imstande, mit den Mitteln der parlamentarischen Demokratie sein Geschick selbst zu bestimmen? Ist er so bildungsfähig? Das ist eine ganz ernste Frage, nicht? Wir kommen ja immer mehr in die Verklemmung der Möglichkeiten einer Mitverantwortung der Einzelnen für das große Ganze. Sie durchschauen das nicht, das ist viel zu komplex. Sie haben nur die Gelegenheit, durch Mittelsmänner, durch Repräsentanten ihren Willen da geltend zu machen, wo letzte Entscheidungen fallen. Das ist alles sehr schwierig, aber ich weiß keinen anderen Weg. Ich sehe keine Möglichkeit, die parlamentarische Demokratie abzulösen. Ich sehe auch keinen anderen Weg, aber enthebt uns das dem Zwang, vor uns selber ehrlich zu bleiben, wenn wir fragen, ob dieses System, komplex wie es geworden ist, mit den Menschen ausgeliefert Einflüssen, die sie sind, noch funktionsfähig bleibt? Ich glaube, dass es funktionsfähig bleiben muss, weil keine andere Lösung da ist. Die Demokratie ist ganz gewiss ein außerordentlich schwieriges Geschäft, nicht nur in einem Bundestag oder in einer Regierung, sondern überhaupt in der Bemühung, um Willenskontakt zu halten mit den Menschen draußen im Lande, um deren Schicksal es ja dann hier immer wieder geht. Es ist schwierig, aber bitte, ich weiß nichts anderes. Worin sehen Sie die Funktion des Bundespräsidenten in unserem Staat? Die Funktion des Bundespräsidenten, ja. Nun, ich würde meinen, dass er also fern aller parteipolitischen Darstellungen seiner eigenen Überzeugungen dafür sorgen müsste, Überbrückungen zu schaffen zwischen den Streitern in der unmittelbaren politischen Arena und dass er dem Volke sich darzustellen hätte als einer, der gewillt ist, einfach darin nun seine Funktion sähe, über die Parteigrenzen hinweg irgendwie doch eine Aussage zu machen zu dem, was die Menschen bewegt. Sie sind in Ihrer politischen Laufbahn oft diffamiert worden. Bedeutet es für Sie eine späte Genugtuung, dass Sie inzwischen als einer der möglichen Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten genannt werden? Ach so, herum nicht. Ich würde mich viel mehr darüber freuen, wenn man nachträglich würdigen möchte, was ich einmal in früheren Jahren politisch anzubringen versucht habe. Dass man das mehr gelten ließe. Dass man sagen möchte etwa, ja nun gut, es hätte besser ausprobiert werden sollen oder dergleichen. Die Diffamierung, ach. Erlauben Sie mir eine letzte Frage. Alle Bedenken, Grübeleien, Sorgen, ob das Bundespräsidentenamt das Ihnen gemäße wäre, Ihre eigenen Sorgen und Grübeleien, beiseite gelassen. Würden Sie es gerne übernehmen? Ja, mit viel Zagen wegen der Größe der Aufgabe, die darin liegen mag, sicherlich aber wegen der unwahrscheinlichen Erwartungen, die viele Menschen nun an solch einen Bundespräsidenten stellen. Ich erlebe ja solche Erwartungen jetzt auch schon in dem Amt des Bundesjustizministers. Was wird mir nicht alles zugeschrieben an Bedrängnissen, an Nöten? Und es ist gar nicht in meiner Befugnis einzugreifen in alle Prozesse, in alle Strafanstalten und so weiter. Ich stelle mir vor, dass auf einen Bundespräsidenten, wer immer das ist, noch viel, viel mehr von derartigen Sorgen und Nöten und Bedrängnissen zukommt und dass die Möglichkeiten auch in einem solchen Amt viel zu bescheiden sind, um auch nur annähernd das zu verwirklichen, was da erwartet wird.